Eine Brustverkleinerung kommt für die Frauen oder auch die Männer in Frage, die deutlich zu große Brüste haben, wo viel zu viel Gewebe da ist, sei es Fett oder sei es Drüsengewebe. Kann Patientinnen betreffen, die 18 sind, oder es kann Patienten eben betreffen, die schon älter sind, schon mit 70, wo so viel Fettgewebe sich angesammelt hat, dass die Brüste stark hängen und sehr, sehr voluminös sind und die auch dadurch zum Beispiel schon Rückenbeschwerden haben oder auch, dass der BH oben an den Schultern einschnürt, dass das kaum mehr machbar ist. Das ist in den verschiedenen Altersstufen anzupassen. Ein junges Mädchen leidet oft unter den großen Brüsten, weil es keinen Sport machen kann, weil es nicht mehr in öffentliche Badeanstalten gehen kann, weil es sexuelle Störungen dadurch bekommt. Sie trauen sich nicht, anderen Männern zu zeigen oder dem anderen Geschlecht. Und deshalb kommen häufig sehr junge Mädchen und wollen eine Bruststraffung, um wieder mehr Lebensqualität zu haben. Die älteren Patienten, die leiden oft eher darunter, dass sich in den Hautfalten Pilze bilden, dass sich da Rötungen einstellen, und deswegen wollen sie einfach die Brust kleiner haben, um einen leichteren Lebenskomfort zu haben. Vor und nach einer Brustverkleinerung muss man nicht viel beachten. Bei Patienten über 35 empfehlen wir vor einem Brusteingriff, egal was das für ein Brusteingriff ist, ob es eine Brustvergrößerung, Verkleinerung, Straffung ist, empfehlen wir eine Mammographie oder einen Ultraschall, um eine Brusterkrankung auszuschließen, weil wenn das vorliegend wäre, würden wir das gleich mitbehandeln. Eine Brustverkleinerung läuft in der Regel so ab, dass wir eine Vollnarkose haben, dann in die OP gehen und die Patienten danach eine Nacht im Krankenhaus bleiben und am nächsten Tag nach Hause können. Man bekommt Drainagen, das heißt 2 so kleine Schläuchlein, dass jegliche Flüssigkeit, also Blut oder auch ein bisschen Serum, dass das rauslaufen kann und keine Flüssigkeit in der Wundhöhle zurückbleibt. Nach einer Brustverkleinerung können die Narben entweder um die Brustwarzen und Brustwarzenvorhof verlaufen und einmal nur längs runter in I-Technik, oder bei sehr, sehr großen Brüsten verwendet man die Ankertechnik. Das heißt, zu dem I-Schnitt kommt noch eine Narbe in der Unterbrustfalte dazu. Die Frage, ob eine Brustverkleinerung schmerzhaft ist, kann ich auch mit Nein beantworten. Das ist eine reine Oberflächenchirurgie und hat nichts im Vergleich mit einer Brustvergrößerung mit Implantaten unter den Muskel zu tun. Einen Kombinationseingriff einer Brustverkleinerung mit anderen Eingriffen machen wir sehr häufig und ist Routine. Oft werden diese Eingriffe auch beim Mummy Makeover mit Brust und Bauch gemacht, auch bei Granny Makeover, dass wir die Brust verkleinern und gleichzeitig den Bauch straffen. Man ist in einer Region, die OP verlängert sich etwas, sodass wir anstelle für eine Brustverkleinerung brauchen wir ca. 2 Stunden, für eine Bauchdecke brauchen wir ca. 1,5 Stunden, sodass sich das auf 3,5 Stunden beläuft und die Erholungszeit fällt in eine Phase. Brüste, ob die größer werden nach einer Verkleinerung, wenn man zunimmt, ja, das ist möglich, wenn ich viel zunehme, weil ja noch Restfettzellen da sind und diese können auch wieder nach einer Brustverkleinerung wachsen und deswegen kann die Brust auch wieder an Größe zunehmen. Wir sehen das nicht selten, dass Patientinnen kommen und sagen, vor 20 Jahren habe ich mir mal die Brust verkleinern lassen, jetzt ist sie wieder groß. Man kann aber auch eine Brustverkleinerung öfters durchführen. Das ist kein Problem, dass ich sage, okay, nach 5, 6 Jahren kann man erneut eine Brustverkleinerung durchführen. Sieht man allerdings selten. Die meisten kommen, wenn dann so nach 10 bis 20 Jahren.
Die Frage nach Stillfähigkeit, nach einer Brustverkleinerung kann man mit Fragezeichen beantworten. Nicht jede Frau kann überhaupt von Haus aus stillen. Nach einer Brustverkleinerung werden Drüsenausführungsgänge, also Ausführungsgänge der Drüsen, wirklich auch durchtrennt, teilweise auch Drüsen entfernt, sodass eine Stillfähigkeit in den meisten Fällen da ist, nur nicht zu 100%, sondern die Stillfähigkeit reduziert sich meistens auf 55%, sodass man den Kindern, den Babys noch zufüttern müsste mit der Flasche. Eine Brustverkleinerung fängt bei 6.000 € netto an und inkludiert die Klinik. Es gibt Fälle, wo Krankenkassen die Brustverkleinerung übernehmen. Es gibt krankhafte Fälle, wenn die Brüste sehr groß sind und wenn man mehr als 500 Gramm entfernen kann oder muss, werden die häufig von den Krankenkassen übernommen.